Dieser Mann hat gerade Ärger mit einer Gang, einer Frauengang in Indien. Gangs gibt es auf der ganzen Welt. Die Gang-Hauptstadt liegt aber in den USA, St. Louis. Hier ist unsere Reporterin unterwegs. Sie will ein Mitglied der berüchtigten Crips treffen. Und Sie können sich sicher vorstellen, dass dazu eine Menge Mut gehört. Hier ist für Sie ein exklusiver Einblick in die Welt der Gangs. Gemeinsam sind sie stark. Sie kämpfen für ein Ziel. Sie verwenden Symbole und Zeichen. Manche helfen, manche verändern und manche sind kriminell. Once you win, you can never get out. There's only one way out, and that's death. Sie alle faszinieren auf ihre Weise. Deshalb wollen wir herausfinden, wie tickt die Welt in Sachen Gangs. St. Louis in Missouri, USA. Auf den ersten Blick scheint es auf den Straßen sicher zu sein. Doch St. Louis ist die Gangstadt schlechthin. Nur 380.000 Einwohner und eine der höchsten Mordraten in ganz Amerika. Wir wollen verstehen, warum das so ist. Die Antwort erhoffen wir uns von einem Gangmitglied selbst. In diesem Gangviertel können wir uns nur mit einem Kontaktmann sicher bewegen. Er ist unser Türöffner, Street Daddy. Vor 30 Jahren geriet er in einen Gangkampf und wurde 6-mal angeschossen. Deshalb der Rollstuhl. Das Viertel wirkt harmlos. Und doch gibt es hier die Bloods und die Crips, die zwei größten rivalisierenden Gangs in Amerika. Versteckte Symbole kennzeichnen ihre Reviere. Wir nähern uns einer Straße, die Beacon heißt. Die ist von den Bloods besetzt. Blood, Beacon, die Anfangsbuchstaben sind gleich. BB. Gangs lieben das. Neben den Bloods und Crips soll es hier noch 90 weitere Banden geben, wie die Gangster Disciple oder die Boys of Destruction. Es dauert nicht lange, bis wir Aufsehen erregen. Street Daddy gibt den zwei Männern seine Handynummer und wir hoffen so, mit einem Gangmitglied in Kontakt zu kommen. Dann entdecken wir das rote Bandana. Wir glauben, der Fahrer ist ein Blood. Bei unserer Suche nach einem Mitglied müssen wir aber vorsichtig sein. Das kann unberechenbar werden, denn die Gangs schießen einfach. Es ist ihnen egal, ob Kinder oder Rentner auf der Straße sind oder sonstige Opfer und Zeugen. Sie schießen einfach. Früher gab es hier viel Industrie. Dann wurden die meisten Produktionen ins Ausland verlegt. Die Folge: Arbeitslosigkeit und Armut. Viele sehen in der Kriminalität die einzige Möglichkeit zu überleben. Allein in diesem Jahr gab es bisher 150 Gangmorde in St. Louis. Wir geben unsere Nummer noch häufiger weiter und werden überrascht sein, wer sich am Ende bei uns meldet. Auch Kinder sind Gangmitglieder. 16% sind unter 15 Jahren. 34% sind zwischen 15 und 17 Jahren. 37% und damit der Großteil sind zwischen 18 und 24 Jahren. Nur 13% sind über 24 Jahre alt. Fast die Hälfte der Mitglieder ist also minderjährig. Frauen gibt es in Gangs übrigens nur an die 10%, außer es sind reine Frauenbanden. Und so eine Frauengang finden wir in Indien. Uttar Pradesh, eine der ärmsten und kriminellsten Regionen Indiens. Gewalt gegen Frauen ist hier Alltag. Statistiken besagen, alle 15 Minuten wird in Indien eine Frau vergewaltigt. Und nur die wenigsten Täter werden gefasst. Sampath Pal will sich dagegen zur Wehr setzen. Die Männer haben keinen Respekt vor uns, also verschaffen wir uns Respekt, zur Not mit Gewalt. Die durch Spenden finanzierte Gulabi Gang wurde 2006 gegründet, um für Frauenrechte zu kämpfen. Gulabi bedeutet pink. Und das pinkfarbene Gewand, der Sari, ist das gemeinsame Gangsymbol. Aufnahmerituale gibt es nicht. Jede Frau kann Mitglied werden. Mittlerweile gibt es über 150.000 Mitglieder. Heute kommt ein weiteres dazu.
die 20-jährige Saira. Ich habe große Probleme mit meinem Ehemann. Er kümmert sich nicht um mich, misshandelt mich. Auch andere Männer aus dem Dorf. Jeden Tag schlägt er mich. Auch die Polizei kümmert sich nicht darum. Dann habe ich ein Mitglied der Gulabi-Gang kennengelernt. Und sie sagte mir, ich soll hierher kommen. Sie wird mir helfen. Neben der Farbe des Saris hat die Gang noch ein weiteres Zeichen der Zugehörigkeit. Einen Mitgliedsausweis, mit dem sie sich Respekt verschaffen. Die Frauen machen sich auf den Weg in Sairas Heimatdorf. Gemeinsam wollen sie ihren Ehemann mit den Missbrauchsvorwürfen konfrontieren. Bist du Sairas Mann? Kannst du dir vorstellen, warum wir hier sind? Setz dich hin. Er hat mich schlecht behandelt, mich missbraucht, mir nichts zu essen gekauft. Das ganze Geld hat er für Alkohol und Drogen ausgegeben. Schämst du dich nicht? Sag mal, schämst du dich wirklich nicht? So behandelt man keine Frau. Mach sowas nie wieder. Sag, dass du das nie wieder machst. Einen Mann ohrfeigen? Die Stimmung im Dorf kippt. Jetzt haut ab, sonst bringen wir euch um. Eine Drohung, die die Gang ernst nimmt. Sie rückt ab. Für Saira gibt es jetzt keinen Weg mehr zurück zu ihrem Ehemann. Die Gang will für sie arrangieren, dass sie wieder bei ihren Eltern leben kann. Zurück in der Gangstadt St. Louis. Bisher hat sich noch kein Bandenmitglied bei uns gemeldet. In East St. Louis wollen wir die Polizei auf eine Streife durch die Gangviertel begleiten. Das St. Clair's Police Department kämpft seit Jahren gegen die Verbrechen der Gangs. Polizist Eric Tracy zeigt uns heute, wie. Eric hält vor allem Ausschau nach Drogenhandel, Einbruch oder Überfällen. Das sind die typischen Gangverbrechen. Denn dadurch finanzieren sich die Banden. Und plötzlich hat er etwas gesehen. Ein Wagen vor ihm kommt ihm komisch vor. Der Fahrer gibt Gas und bremst wieder ab. Stehen die Insassen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss? Wie geht's? Ihr seid ganz schön schnell unterwegs gewesen. Was ist in deiner Hand? Ist das Crack in deiner Hand? Zeig mal. Steig aus. Steig aus dem Auto aus. Eric hat etwas gefunden. Als ich bei dem Auto ankam, hatte der Typ Crack-Kokain in der Hand. Er ist damit festgenommen. Aber ist er auch ein Gangmitglied? Ausweisen kann er sich nicht. Jetzt ist sein Freund an der Reihe. Er hat zumindest einen Führerschein dabei. Eric gibt die Daten in den Computer ein und bekommt über den Mann in Rot sofort Auskunft von der Zentrale. Er hat mit der Gang Gangster Disciple Verbrechen begangen. Straftaten, die mit Kindern, Waffen, Drogen, Alkohol, Diebstahl und Einbruch zu tun haben. Sein Vorstrafenregister ist lang. Trotzdem gibt es gegen den Mann aktuell keinen Haftbefehl. Sein Kumpel muss wegen der Drogen mit aufs Revier. Dort nimmt Eric seine Personalien auf. Spricht ihn der Richter schuldig, kommt er in den Langzeitgefängnistrakt. In ganz Amerika sitzen derzeit rund 230.000 Gangster im Gefängnis. Doch der Knast ist keine Möglichkeit auszusteigen. Selbst wenn das einer wollte, er wüsste zu viel über die Verbrechen seiner Bande. Gangs lassen niemanden freiwillig gehen. Der einzige Weg raus ist der Tod. Kriminelle Gangs gibt es weltweit. Die Mitgliederzahlen sind nur schätzbar. Die Dunkelziffer ist meist viel höher. In Amerika sind es rund 24.000 Gangs und 1,2 Millionen Mitglieder.
Nur in China gibt es mehr. Da sollen rund 1,5 Millionen Menschen in einer Gang organisiert sein. In Deutschland geht es noch relativ ruhig zu. Bei uns sind es knapp 10.000 Bandenmitglieder. Als eines der größten und gefährlichsten Gangländer wird El Salvador gehandelt. Hier liegt die Dunkelziffer bei nur 100.000 Mitgliedern, jedoch bei 6,3 Millionen Einwohnern. Ein Gangmitglied kommt hier auf 63 Menschen. Höchste Gefahrenstufe. Die nächste Gang ist alles andere als kriminell. Sie ist auch in den USA zu Hause. Genauer in Salt Lake City, Utah. Ihr gemeinsames Gangzeichen: Superheldenanzüge. Ihre Mission: helfen. In ihrer Bandenzentrale begleiten wir sie bei den Vorbereitungen für den nächsten Einsatz. Sie nennen sich Flamewing und Hellhawk. Anwärter Razor ist heute zum ersten Mal dabei. Diese Nacht wird entscheiden, ob ihn die Gang aufnimmt. Ich fühle mich seltsam. Ein bisschen ängstlich, aber auch aufgeregt. Sie wollen helfen, müssen sich aber im Notfall trotzdem verteidigen können. Denn sie wissen nie, was sie nachts auf der Straße erwartet. Die Superheldenanzüge sollen Vertrauen schaffen. Sie symbolisieren das Gute. Kann jemand von euch Socken gebrauchen? Wir haben ein paar für jeden. Unzählige Obdachlose und die Superhelden helfen mit Wasser und Socken. Die Polizei kennt die Gang und toleriert sie. Dass es in Salt Lake City so viele Menschen ohne Dach über dem Kopf gibt, hat einen Grund. In Utah schließen die Obdachlosenheime, weil die Städte hier keine Obdachlosen haben wollen. Auf die Bevölkerung bezogen gibt es im Staat Utah 10-mal so viele Obdachlose wie in Deutschland. 3-mal im Monat rückt die Gang aus, um sie zu versorgen. Sie nennt sich Doomwatch Patrol, die Patrouille des jüngsten Gerichts. Neuling Razor muss sich an seinen neuen Job erst gewöhnen. Es ist schockierend, die Bedingungen zu sehen. Es öffnet mir die Augen. Man versteht, was hier los ist, weil man selbst vor Ort ist. Die letzte gute Tat für heute Nacht. Die Helden treffen auf einen verwirrten Obdachlosen und bringen ihn in sein Heim zurück. Geh rein und ruh dich aus. Danke. Okay, schlaf gut. Es ist 4 Uhr morgens. Zeit, nach Hause zu gehen. Zurück in der Gang-Hauptstadt St. Louis. Heute werden wir ein Gangmitglied treffen. Wir haben einen Anruf erhalten von einem Mann, der uns den Kontakt zu einem Gangster vermitteln kann. Unser Plan ist gefährlich, deshalb hat uns die Polizei schusssichere Westen gegeben. Wir fahren wieder in das Gangviertel. Hier sind wir mit unserem Vermittler verabredet. Wir wollen endlich wissen, wie ist es, in einer Gang zu sein? Unser Kontaktmann heißt Dewan. Er hat selbst schon einige Familienmitglieder an Gangs verloren. Ich habe immer versucht, meine kleinen Brüder davon fernzuhalten. Aber man weiß ja, wie Jungs sind. Die haben ihren eigenen Kopf. Sie sind da reingerutscht. Und vor 3 Jahren wurde mein kleiner Bruder ermordet. Dewan ist 26 Jahre alt und hat 2 Kinder. Von ihm erfahren wir mehr über Gangs und über ihre Rituale. Ich nehme an, da wurde jemand getötet. Und das ist das Ritual, das wir hier haben. Wenn wir einen geliebten Menschen verlieren, binden wir Luftballons und Stofftiere an die Stelle. Und wie du siehst, hier sind rote Bandanas. Und das heißt? Er war ein Blood. Und dann, völlig überraschend, lässt Dewan die Bombe platzen. Ich bin ein Crip. Was? Ja, und ich habe keine Angst, es zuzugeben.
Eigentlich bin ich stolz darauf, das zu sagen, verstehst du? Ich bin ein Crip. Aber du bist gerade in einem Blood-Territorium. Ist das nicht gefährlich für dich? Ja, kann sein. Bloods und Crips, die zwei größten Rivalen. Und wir sind mit einem Crip auf feindlichem Territorium. Auf offener Straße sind wir nicht sicher. Deshalb folgen wir Dewan ins Haus seiner Tante. Drinnen beginnen wir unser Interview. Als erstes wollen wir wissen, was bedeutet Dewan, die Gang? Ist sie ihm wichtiger als seine Familie? Ich liebe meine Kinder. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Und die Gang, ich würde sie für meine Kinder verlassen. Aber wenn du einmal drin bist, kannst du nie wieder raus. Es gibt nur einen Weg raus und das ist der Tod. Deshalb muss ich diesen Gedanken verwerfen, meinen Kindern zuliebe. Die Liebe zu seinen Kindern und zur Gang zerreißt Dewan. Das habe ich nicht umsonst dabei. Ich trage es immer bei mir, damit jeder weiß und jeder sieht, dass ich ein Crip bin. Hast du schon auf jemand geschossen? Um jemanden loszuwerden, ja. Wenn jemand auf mich schießt und ich eine Waffe habe, natürlich schieße ich dann zurück, um ihn loszuwerden. Das musste ich schon öfter machen, aber ich weiß nicht, ob ich damit jemanden getötet habe. Wo siehst du dich in 5 oder 10 Jahren? In einem spießigen Haus mit Gartenzaun und Hund. Im Ernst, da will ich wirklich in den nächsten 5 Jahren hin. Nach allem, was wir gesehen haben, wird das wohl ein schwerer Weg. Wir wünschen Dewan viel Glück in der Gangstadt St. Louis. Vielen Dank fürs Ansehen. Wir haben da etwas, das könnte euch richtig interessieren. Wenn ihr es wissen wollt, dann klickt hier drauf oder geht auf galileo.tv.